Aber auch dafür stehen wir von der Alternative für Deutschland für einen soften, smarten Umgang auf den verschiedenen Ebenen des Staates. Also mit uns wäre so eine Erpressung nicht zu machen. Deshalb auch, bitte? Natürlich bin ich der Richtige. Ich bin eigentlich zu jedem Thema der Richtige. Und Sie glauben gar nicht, wie gerne ich zu fast jedem Thema reden würde, weil ich der Richtige bin. Nur für Sie persönlich bin ich nicht der Richtige. Das können Sie mir glauben. So. Hey Leute, ihr müsst das sehen. Stefan Brandner zerlegt die SPD mal wieder mit einer genialen Reaktion. Und das so trocken, dass man fast Mitleid bekommt. Während die SPD-Frau nur schweigt, legt Brandner gnadenlos offen, wie diese Regierung wieder mal alles verbockt. Warum die AfD am Ende Recht behält und warum die FDP nur als billige Kopie durchgeht, das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Nie. Meine Damen und Herren, zu später Freitagsstunde eine kurze Debatte über Vormünder, Betreuervergütung, Rechtsanwaltsvergütung, ein bisschen Klientelpolitik aus dem Hause der FDP, gerade wenn es um die Rechtsanwälte geht. Aber ich habe das im Ausschuss schon gesagt, nicht jede Klientelpolitik muss ja verkehrt sein. Und hier ist sie, weiß Gott, nicht verkehrt, denn der Rechtsstaat braucht diese Berufsgruppen und diese Berufsgruppen brauchen auch mehr Geld. Das ist eigentlich unstreitig. Sie leiden, wie auch die Gerichtsvollzieher, die wir auch noch zusätzlich bedenken wollen, ungefähr 4.300 Gerichtsvollzieher in Deutschland, unter der katastrophalen Finanz- und Wirtschaftspolitik dieser Katastrophenregierung. Und mit dieser Erhöhung der Vergütungsvorschriften kann man ein bisschen das abfedern, was da an Schaden angerichtet worden ist. Es geht hier um moderaten Zuwachs, Inflationsausgleich für rund 160.000 Rechtsanwälte, deren Mitarbeiter, deren Familien, also um, ich sag mal, Pi mal Daumen, 500.000, 600.000 Menschen in Deutschland, denen wir hier ein bisschen was Gutes tun, weil eben die Einnahmen nicht entsprechend so gestiegen sind wie Inflation oder wie die Kosten. So weit, so gut. In der letzten Wahlperiode hatte sich die AfD dieses Thema auf die Fahnen geschrieben. Ganz am Anfang hatten wir es auch eingebracht. Ich glaube, 2018 hatten wir es schon eingebracht. Das hatte zur Folge, dass sich überhaupt nichts tat, weil wir ja die Brandmauerdebatte heute hier rauf und runter genudelt haben. Die war damals auch schon aktuell. Wir hatten gesagt, die Rechtsanwaltsvergütungen müssen angehoben werden 2018. Und dann haben sie gesagt, das geht alles nicht. Und es wurde in Länge gezogen. Sie haben also ihren AfD-Hass sozusagen auf dem Rücken dieser Berufsgruppen, auch der Rechtsanwälte, der Betreuer, der Gerichtsvollzieher ausgetragen. Irgendwann wurde es dann mal was. Und in dieser Wahlperiode haben wir uns gesagt, gut, dann lassen wir der FDP dann den Vortritt. Da funktioniert das flotter. Der FDP-Hass ist noch nicht so ausgeprägt wie der AfD-Hass. Und es hat ja letztendlich auch funktioniert. Allerdings schießt die FDP, und das war da hinterher so eine ganz große Koalition wieder, deutlich übers Ziel hinaus. Der Kollege Fricke hat das am Ende hier angedeutet, denn nicht nur die Vergütung dieser Berufsgruppen wird ja erhöht, was völlig in Ordnung ist, wo wir auch nachher zustimmen werden. Auch der Staat selber will sich bedenken. Also der Staat, der für Inflation und ruinöse Wirtschaftspolitik zuständig ist, der sagt jetzt zu sich selber, das müssen wir auch irgendwie ausgleichen und will die Gerichtskosten so nebenbei sollen auch noch erhöht werden. Das hat der Kollege Fricke gerade gesagt. Da war ich ein bisschen entsetzt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, im Ausschuss. Die Länder erpressen den Bund. Und der Fricke gerade hier vorne, die Länder würden den Gesetzentwurf killen, wenn die Gerichtskosten nicht erhöht werden. Wo sind wir denn in Deutschland gelandet? Ich dachte, wir hätten ein vernünftiges föderales System, wo man gut miteinander kann. Und Sie reden hier von Erpressung zwischen den einzelnen Ebenen, zwischen dem Bund und Ländern. Der eine killt den anderen. Also ich wünschte mir, da muss ich ganz ehrlich sagen, einen anderen Umgang zwischen Bund und Ländern. Aber auch dafür stehen wir von der Alternative für Deutschland für einen soften, smarten Umgang auf den verschiedenen Ebenen des Staates. Also mit uns wäre so eine Erpressung nicht zu machen. Deshalb auch, bitte? Natürlich bin ich der Richtige. Ich bin eigentlich zu jedem Thema der Richtige. Und Sie glauben gar nicht, wie gerne ich zu fast jedem Thema reden würde, weil ich der Richtige bin. Nur für Sie persönlich bin ich nicht der Richtige. Das können Sie mir glauben. So, jedenfalls, ja, nur das ehrlich währt am längsten.
übers Ziel hinausgeschossen. Deshalb haben wir den Änderungsantrag vorgelegt, der im Großen und Ganzen sagt, dass was die Berufsgruppen mehr erhalten sollen, geht in Ordnung, aber nicht zulasten der Bürger weitere Kosten, weitere Abgaben, weitere Gebühren erhöhen. Deshalb der Änderungsantrag von uns, die entsprechenden Artikel in diesem Gesetz zu streichen und dafür zu sorgen, dass nicht der Staat mehr Einnahmen bekommt, sondern dass mehr Geld da ankommt bei denen, die es brauchen, bei den Rechtsanwälten, bei den Gerichtsvollziehern, bei den Betreuern und bei den Vormündern. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Dilcher ihre Rede zu Protokoll gegeben. Vielen Dank. Und jetzt hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Stefan Mayer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Stefan Brandner bringt es wieder auf den Punkt. Während die Altparteien sich gegenseitig blockieren oder abkassieren, bleibt die AfD die einzige Kraft, die konsequent für Bürger und Rechtsstaat eintritt. Besonders peinlich, die SPD hat offenbar gar nichts mehr zu sagen und gibt ihre Rede lieber gleich zu Protokoll. Einfach nur entlarvend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare. Was sagt ihr zu Brandners Reaktion? Bin gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schätzen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell, das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD.